Was ist denn die Einladung? Weswegen haben wir uns hier getroffen? Ich habe mir so eine schöne Einleitung ausgedacht. Ich werde immer wieder gefragt, Jesko, du arbeitest doch beim SIP. Kannst du mir sagen, was so eine schöne alte Vespa kostet? Und ich sage immer, ja, das ist ganz einfach, irgendwas zwischen 500 und 120.000 Euro. Man muss natürlich viel mehr darüber wissen, was der Kunde haben möchte, um irgendwie eine Aussage treffen zu können. Und wir dachten uns, das ist doch eine hervorragende Videoidee. Wir beide gehen einfach mal Roller kaufen und damit das Ganze ein bisschen interessanter ist und wir auch unterschiedliche Facetten zeigen können, kaufe ich einen alten Schaltroller und Nico kauft. Ich würde mich mal um die Modern Vespa kümmern, umschauen, schauen, was es da am Markt gibt. Wir wollen euch einfach zeigen, wie ist die Marktlage, was kriegt man fürs Geld und worauf muss man achten, wenn ihr eine Vespa kaufen möchtet. Nico, welche sind die wichtigsten Faktoren, die den Preis einer gebrauchten Modern Vespa beeinflussen? Da würde ich jetzt 4 Stück an der Zahl aufzählen. Baujahr, Kilometerstand, der optische Zustand und die Nachfrage. Das ist interessant, denn bei einer Classic Vespa sind diese Faktoren teilweise auch wichtig, aber nicht die ersten. Erstens ist häufig der Tacho schon mal ersetzt worden oder repariert worden. Das heißt, da steht irgendwas drauf. Dann wurden die häufig restauriert. Dann sagt das auch wenig darüber aus. Und ich kann natürlich auch über 50 Jahre einen Roller in einem nassen Schuppen stehen lassen. Und der vergammelt und hat 5 Kilometer runter und ist Schrott. Ich würde sagen, das Wichtigste ist das Modell für den Preis. Dann gleich der Zustand von dem Modell. Ganz seltene Modelle sind auch unverhältnismäßig teuer. Was ist noch wichtig? Ich glaube, O-Lack. O-Lack ist ein schöner Punkt. Bei mir jetzt natürlich weniger relevant, weil die meisten Fahrzeuge sind natürlich in der Originallackierung käuflich erwerbbar, ohne dass es den Preis hebt oder senkt. Bei einer alten Vespa ist das anders. Genau, einen glänzenden Lack kann man immer wieder herstellen. Den kann man so oft machen, wie man will. Aber den ganz originalen Lack, den das Werk das erste Mal aufgebracht hat, den gibt es nur einmal. Deswegen sind teilweise Modelle, die den O-Lack haben, also die originale Lackierung, wesentlich wertvoller als restaurierte Modelle. Also wenn jemand einen wirklich alten Roller kaufen will, ist der Zustand ganz, ganz wichtig. Wenn wir jetzt aber versuchen, euch alle Details, auf die man achten muss, hier an den Rollern zu erklären, dann wird das Ganze ein bisschen trocken und langweilig. Und wir wollten den Zuschauern ja auch ein bisschen die Marktsituation zeigen. Also würde ich vorschlagen, wir gehen an die Rechner und schauen uns mal an, was wir so kriegen und was zu welchen Preisen angeboten wird. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Wir suchen Roller. Wir suchen gebrauchte Roller und zwar Nico sucht einen Modern Vespa. Modern Vespa und das, was ich suche, ist nicht ganz so modern. Es ist ein alter Schaltroller. Darf Vespa sein, kann Vespa sein, darf aber auch Lambretta sein. Jeder hat 4.000 Euro Budget. Es darf auch günstiger sein, teurer auch, aber dann können wir es nicht kaufen. Legst du dich schon fest über den Hubraum? Nee, wir gucken erst mal so ein bisschen, was man so an Angeboten. Ich dachte mir, wir schauen, was man an guten Angeboten findet. Ich habe gedacht, ich nutze mal die Zeit und suche nach meinem Traummodell, der Vespa 946 als Christian Dior Edition. Aber es steht gerade keine zum Verkauf. Ich sehe dich so ein bisschen mit dem Roller. Also es wäre natürlich wichtig, dass es so eine Art Gesamtkunstwerk ist. Also du brauchst dann auch einen Gürtel dazu und eine Handtasche. Ich pass mal auf. Schau dir das an. Junge, mit Koffer, mit Helm und die Tasche wird halt wahrscheinlich demonstrativ dahingestellt. Ich sehe dich so auf dem Roller treffen. Vor allem auf dem Steg. Du siehst den Ammersee bei Mit dem Helm und der Tasche. Wahnsinn. Das war. Ich habe eine PK gefunden, auch wieder ein Sondermodell. Erstlack Design Azzurro, schon wieder Azzurro. Wir sind im sommerlichen Bereich. Und das sieht echt 80er Jahre mäßig aus. Fände ich ganz lustig unter den PKs. Das Problem ist, da hätte der Herr gerne 2.650 Euro dafür. 2.600 Euro finde ich zu viel. PK sehe ich noch nicht bei 2,6. Welche PK? 50 XL. XL? Ja. 50?
Ja. Das ist zu teuer. Siehst du? Bei 80er, ich habe hier den ersten Roller unter 4.000 gefunden. Bisher, das ist noch nicht so erfolgreich, was ich hier tue. Ist eine PX80. Ne? PX80 Lusso für 3,8. Okay, ich sage jetzt gerade immer das Gleiche, aber PX80 Lusso für 3,8 deutlich überteuert. Deutlich. Sieht nach einem guten Zustand aus, Baujahr? aber 95. Da kannst du ja gar nichts mit anfangen. Das ist wirklich, also das ist ganz, dieses Modell ist wirklich schwer. Ich würde den halben Preis dafür ansetzen. Okay, aber ist in einem schönen Erhaltungszustand, aber sicherlich einer der günstigsten klassischen Roller, die man überhaupt kaufen kann, ist eine PX80 Lusso. Wenn ihr ganz günstig einsteigen wollt, hier sicherlich ein gutes Modell. In der Preisregion zwischen 2.000 und 3.000 Euro. Okay. Da finde ich ganz gute Modelle. Hubraum ungefähr? Zwischen 50 und 125 Kubik. Ich habe hier etwas, das zeige ich euch nur, um etwas dazu zu erzählen, weil das mein persönlicher Geheimtipp ist, wenn man sich einen wirklichen schönen Vespa Oldie kaufen möchte. Ich habe hier eine VNB Originallack für 5,5. Das ist natürlich über unserem Budget, deswegen kommt es nicht in Frage, aber generell als Kaufberatung, wenn ich keine Vespa hätte und ich würde mir einen schönen Oldie kaufen wollen, würde ich mir VNB, VBB, VBA, diese Modelle würde ich mir anschauen, weil die sind meiner Meinung nach aktuell am günstigsten bewertet. Sprint, Rallye, das wird alles teurer. Das sind ältere Modelle, wie ich persönlich finde, noch schöner und die sind günstiger. Und hier wirklich Originallack für 5,5. Im Verhältnis zu einer PX80 Lusso für 3,6 oder 3,8 ist das hier ein absoluter Schnapper. Ich bin immer noch in dem Suchbereich von Jesko und ich weiß nicht, warum jedes Modell, was er jetzt gerade findet, auf jeden Fall über 4.000 ist. Na, Wir haben zu Anfang 3,4. 3,4 ist gerade dieses blöde Ding hier. Ja, okay, ich habe schon gedacht, er hat es fest eingebucht, dass ich jetzt von meinem Budget ihm etwas abgebe. Also, Aber es wäre natürlich schon super, nein, ich bleib schon mit dem Budget, Nico. wenn er ein Fahrzeug kauft, weil bis das Fahrzeug wahrscheinlich läuft, er sowieso mein Budget braucht. Von daher, Was? Moment. wie? Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Was denn? Tja. Was du seht.